Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Im Jahr 1998 habe ich mir einen Basic Stem 2 Mikrocontroller gekauft und gleich dazu auch einen Experimentierbausatz in Roboterform. Nun habe ich im Rahmen meiner Roboterprojekte diesen Bausatz wieder hervorgeholt und will etwas damit arbeiten. Eine Zusammenfassung meiner kleinen Sammlung ist in einem Video zu sehen. Zu finden ist es oben rechts unter dem kleinen i. Nun zur Besonderheit dieses Roboters. Er wird auch BOE-Bot, Board of Education genannt und wurde von der Firma Parallax zu Schul- und Studienzwecken entworfen. Aufgebaut auf das Aluminiumchassis ist das Experimentierboard mit dem Basic Stem und einem kleinen Steckbrett zum Aufbau der Teile. Und die Räder sollten mit umlaufenden Servomotoren angetrieben werden. Ich hatte damals die Servos eingebaut, ohne wirklich darauf zu achten, ob es auch die modifizierten Servos waren. Bei den ersten Tests habe ich dann festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Im Internet sind viele Anleitungen zu finden, wie man den eingebauten Servo dann umbauen kann. Es wird dazu eine Nase am Getriebe entfernt und noch einige Kleinigkeiten durchgeführt. Da ich ja experimentierfreudig bin, habe ich diese Modifikation einmal mit den alten Servos gemacht. Die 4 Schrauben der Bodenplatte werden gelöst und der Deckel des Servos abgenommen. Das Hauptgetriebe mit der Nase wird nun entnommen und die Nase entfernt. Ich habe das mit einem scharfen Seitenschneider gemacht. Mit einem Messer wird noch etwas nachgearbeitet. Dann wird noch die Halterung am Potentiometer entfernt und fertig ist der Umbau. Nun werden die Servos auf dem Experimentierboard aufgebaut. Es gibt in den Anleitungen verschiedene Ports, die benutzt werden. In meinem Aufbau habe ich die Ports P12 und P13 benutzt. Der Elko und die eingebauten Widerstände sind zum Schutz der Schaltung vonnöten. Zum Einmitten wird an den Port des Servos ein Sendersignal geschickt, das bewirken soll, dass der Servo zu Stillstand kommt. Die Servos sind so konstruiert, dass mit einem 1,5 Millisekunden Puls Wert 750 der Servo in der Mitte verharrt. Und das passiert dann über folgendes Programm.
Wenn sich der Servo noch drehen sollte, dann wird über den Potentiometer der Motor so eingestellt, dass er sich nicht mehr dreht. Diese Prozedur wird nun auch für den anderen Servo durchgeführt und dann sind die Motoren eingemittet. Versorgt wird Platine und/oder Motor mit einem 6 Volt Batterieblock unter dem Gehäuse, einer 9 Volt Blockbatterie oder mit einem externen Netzteil. Zum Experimentieren und Einstellen ist ein Netzteil vorzuziehen, da die Batterien sonst schnell verbraucht sind. Ich hatte mein selbstgebautes Netzteil von Banggood dazu genommen. Zum Testen des Aufbaus gibt es dann bei Parallax PDF-Dateien, in der dann auch genau erklärt wird, wie der Anschluss der Motoren durchgeführt wird. Und wer kein oder nur schlecht Englisch kann, der sollte die deutsche Übersetzung des Roboter-Baubuches benutzen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung unten. Ein Vorteil dieser PDF-Datei ist die Möglichkeit, den Programmcode als Text zu kopieren und direkt in den Basic Stamp Editor einzugeben. Der Zusammenbau des BOE-Bots war nun für mich etwas knifflig. Ich habe die alten Sicherungsschrauben wieder benutzt und die ließen sich nicht mehr so einfach festziehen. Aber endlich war dann alles fest angezogen und es konnte zu den letzten Tests gehen.
Aber da gab es wieder ein paar Probleme. For-Next oder Do-Loop-Schleifen in P-Basic machten nicht, was sie sollten, sondern blieben in der Schleife hängen. In diesem Beispiel sollte der Bot für 10 Sekunden vorwärts fahren und dann 10 Sekunden rückwärts. Die Schleife wurde aber nie beendet und so fuhr der Bot immer nur vorwärts. Nach Informationen im Parallax-Forum hatte sich dann herausgestellt, dass es sich bei solchen Problemen meist um Zeitprobleme bei der Abarbeitung der Listings handelt. Ich habe dann die Zeitschleifen etwas geändert. Nun fährt der Bot, wie er soll. Noch ein bisschen langsam, aber das wird sich ändern. Es gibt für den BOE-Bot auch ein GUI, ein grafisches Benutzerinterface. Auch damit habe ich den Robby programmiert und gute Ergebnisse erhalten. Nun kann er auch schneller fahren. In dem programmierten Beispiel fährt er eine Runde. Da mein Plattenboden aber uneben ist und Fugen besitzt, kann der Bot die Richtung nicht genau einhalten. Aber sonst bin ich mit dem Ergebnis doch schon zufrieden. Und wie geht es weiter? In einem weiteren Video wird der Roboter dann Augen bekommen und lernt dann sehen. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Kommentar oder einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Tschüss und Salü aus dem Saarland.